Wenn ich jetzt so anfange mit dem Shapen, ne? Also ich sehe jetzt hier auf jeden Fall so ziemlich viel staubiges Zeug, glaube ich. Ich glaube, es ist erstmal eine richtig dreckige Angelegenheit. Du bist ja Schreiner, richtig? Ich bin Schreiner, genau. Genau. Da weißt du ja, mit Holzstaub ist schon fies. Ja. Mit Plastikstaub ist noch fieser, das sage ich dir. Deswegen, wenn man den schleift, das ist wie mit dem Holz, wenn du ein Holzstück jetzt durchsägst, dann trägst du ja wahrscheinlich auch keine Atemmaske, aber sobald du es anfängst, so richtig zu schleifen, vor allem, du guckst dann und schleifst hier direkt vorm Gesicht und dann habe ich natürlich auch professionell, da zeige ich mal ganz kurz, habe ich natürlich hier meine Atemmaske. Wir sind hier heute in den heiligen Hallen vom Manu und Manu, du zeigst mir heute, wie man Griffe shaped. Für alle, die dich jetzt noch nicht so gut kennen oder gar nicht kennen, kannst du dich noch mal kurz vorstellen und auch so ein bisschen den Hintergrund. Hi, ich bin der Manu. Ich habe eine Klettergriffmarke, Reset, und bin Routenbauer und dementsprechend natürlich als ambitionierter Kletterer daran interessiert, immer neue, schöne, ergonomische Klettergriffe in der Hand zu haben. Schrauben tust du ja schon ewig lange. Wann und vor allem, wie bist du denn zum Shapen gekommen? Also bist du irgendwann an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, weiß ich nicht, mir fehlen irgendwie gute Griffe, mir fehlen gute Formen. Also was ist denn da in deinem Kopf so vorgegangen? Boah, ich glaube, ich kann das gar nicht so genau sagen, wann, aber es ist so, genauso wie mit dem Schrauben, irgendwann kommt man dazu, dass man auf einmal die richtigen Leute trifft, die irgendwie damit zu tun haben, mit dem Routenbau oder in dem Fall jetzt mit dem Klettergriff produzieren. Und dann ist da vielleicht gerade Bedarf. In dem Fall war es bei mir so, dass ich den Tom Brenzinger kennengelernt habe, der für Kleinpuls den Vertrieb in Deutschland macht. Ja. Und als Routenbauer ist man ja sowieso schon in einem kreativen Tätigkeitsfeld und man kennt die Klettergriffe genau, man kennt die Volumen genau, man weiß, was ist so der Bedarf, womit arbeitet man gerne. Und ich glaube, dann ist es kein weiter Schritt, um halt dann auch selber mal was zu kreieren, weil an der Wand mache ich ja auch nichts anderes. Da setze ich irgendwie die Griffe an die Wand, teilweise aufeinander, um eben neue Dimensionen zu schaffen, neue Möglichkeiten zu schaffen, und das war dann halt auch für mich so der logische Schritt, das mit Klettergriffen und Volumen zu machen. Hast du einen bestimmten Style, den du so am liebsten shapest? Also sind es eher runde, amorphe Formen oder sind es irgendwie kleine Leisten mit Kanten? Also gibt es da irgendwas, worauf du dich ein bisschen spezialisiert hast? Ich habe mit Volumen gestartet. Volumen ist relativ einfach. Das war damals auch das, was quasi so ein bisschen gefehlt hat, so wettkampftaugliche Volumen. Ja. Und die habe ich am Computer gezeichnet. Das kann ich euch auch zeigen. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, Klettergriffe wären auch cool. Und da bin ich eher so der Typ organische Form. Wenig Schnörkel, wenig Schnickschnack. Also jetzt nicht irgendwie noch so irgendwie kunstvolle Riefen oder sonst was da drauf, sondern es ist wirklich schon alles immer clean, funktional. Ich habe halt eine Griffserie gemacht mit diesen organischen Formen, Cuddles. Hier sieht man einen fertigen zum Beispiel, der hat es geschafft. Also das ist ein... Hey, die kenne ich. Genau, die können wir uns gleich auch nochmal genauer angucken. Das ist auch nochmal, da sieht man direkt den Prozess. Ne? Aus dem Schaum wird dann so ein Mastergriff gegossen und der kann dann immer wieder vervielfältigt werden. Und hier sieht man jetzt, das ist jetzt zum Beispiel, das sind so die organischen Formen, die ich gemacht habe. Hier hast du gerade in der Hand etwas, was noch gar nicht, gibt's noch gar nicht. Das ist quasi, brandneu. Das ist nur in meinem Kopf und schon so ein bisschen hier in meiner Werkstatt gibt es davon schon ein paar. Die neue Griffserie für was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 2025. 2025. Also da wird's schon, die ersten werden da jetzt bald präsentiert. Die ersten Prototypen, das ist mit einer harten Kante. Ich weiß auch, du hast uns das letzte Mal erzählt, dass hier in der Halle, da hängen auch einige Prototypen, die es jetzt in die Produktion gar nicht geschafft haben, aber wo du meintest, in der Corona-Zeit hast du einfach mal losgelegt und einfach mal so Special-Griffe hier an die Wand getackert. Ja, genau. Ich habe in der Corona-Zeit hatte ich viel Zeit, und hier in meinem kleinen, stillen Kämmerchen habe ich dann angefangen mit Holz, weil das für mich halt der einfachste Werkstoff war. Und ich habe dann immer einfach meine wilden Ideen einfach versucht umzusetzen und so rumgespielt. Kannst du uns vielleicht mal draußen in der Halle so ein paar ganz spezielle Griffe zeigen? Ja, klar, das fände los. ich cool. Komm, wir gehen dahin. So, folgt mir. Hier seht ihr meine Pizzastücke. Das ist Vollholz. Also das ist Multiplex. Da habe ich ganz viel übereinander geleimt. Das Ding wiegt eine Tonne. Das Ding wiegt eine Tonne, das montiert man zu zweit. Es war auch Corona-Zeit. Da konnte man in Heidelberg am Riesenstein bouldern. Da ging das noch.
Und da gab es einen Boulder, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, da guckt so eine riesen Schuppe raus. Und ich dachte, das müsste man doch auch als Klettergriff machen können. Und dann habe ich gedacht, dann baue ich das einfach mal und habe hier diese Pizzastücke gebaut. Boah, die sind die sind nämlich so, dass ich die auch zum großen Teil von hinten beschichtet habe. Also man kann die dann so über die Ecke überstehen lassen. Und damit hat das Ganze angefangen. Weiter geht's. Dann habe ich gedacht, ach, was auch ganz schön wäre, wenn ich nicht so viel Multiplex übereinander leiben muss. Und habe da einfach mit der Fächerscheibe, mit der Flex rein und habe da einfach so Leisten gemacht und habe halt quasi ganz flache Volumen. Weißt du, was ich an solchen Shapes richtig cool finde? Dass du nicht irgendwo direkt zack drauf treten kannst, ne? Genau. Sondern dass du wirklich gucken musst, also du kannst natürlich treten, aber auch nicht überall. Ja. Das finde ich schon, das ist ziemlich cool. Hier, viele kennen sie vielleicht, die ist auch schon um die ganze Welt gegangen. Gab es schon eine japanische Nationalmeisterschaft. Ich war bei meinem Bruder, der ist Zimmermann. Und der hat gerade für einen Kunden eine Wendeltreppe gebaut und hat sich dafür so ein Gerüst gebaut, Ja. wo er dann quasi den Handlauf so immer mit warmes Wasser, das Holz biegsam gemacht hat und das dann so eingebogen hat. Ja. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass so eine Welle ja eigentlich cool wäre als Klettervolumen. Also so quasi so mit diesen Segmenten. Und jetzt passt mal auf, das habe ich hier, Corona 2019 oder was, per Hand geschnitzt. Und hier sieht man auch noch an dem Logo damals Beta, das ist Multiplex. Das habe ich wirklich mit der Hand gehobelt, geschliffen, mit der Stichsäge die einzelnen Multiplex-Platten ausgeschnitten. Dann habe ich die mit dem Hobel weggenommen. Dann habe ich die mit so einer Raspelscheibe auf der Flex, habe ich die dann organisch runtergeschliffen. Dann mit der Fächerscheibe fein geschliffen. Dann mit der Hand fertig gemacht, verspachtelt, nochmal drüber. Dann die Beschichtung oben drauf. Und es ist eine krass weite Reise bis hier. Bis wo? Bis hier. Oh! Wo sie Krass. Okay. jetzt als GFK-Makros quasi in Serie produziert werden. Wie lange hat das gedauert? es also hat wenn du ja- sagst, okay, das war Corona-Zeit, das war so Lockdown und Ja. so Schnitzen. Jetzt bis zu dem Zeitpunkt, dass wirklich die Griffserien hier fertig angekommen sind. Das waren jetzt so, da habe ich mir die Gedanken gemacht, wie sollen sie aussehen. Ja. Dann habe ich das den Leuten gezeigt, die es am Ende produzieren, ob die damit überhaupt fein sind. Ja. Dann habe ich diesen Schaumstoffblock bekommen. Dann habe ich da rumgesägt, geschliffen, getan, also quasi denselben Prozess nochmal durchgemacht. Und das mit dem Schaum ist fast genauso anstrengend wie im Vollholz oder im Multiplex. Also das von der Schnitzarbeit, wie man sägen muss, wie man schleifen muss, ist vielleicht ein bisschen angenehmer, aber es ist trotzdem richtiger Knochenjob. Dann habe ich die Form, dann schicke ich die weg. Die werden in Slowenien produziert. Das heißt, dann kommen die in Slowenien an und dann wird dort erstmal der Abdruck davon gemacht, die Gussform gebaut. Dann wird ein Prototyp gegossen und dann wird er irgendwann zu mir geschickt und dann ist es fertig. Und dann nochmal Produktfotos müssen gemacht werden, dann muss das irgendwie bepreist werden, dann muss das auf die Website, dann muss das ins Bestellformular, dann muss das jemand ordern und erst dann, irgendwann, werden die quasi verkauft und irgendwann kriegt man davon auch mal ein paar Euros ab. Ich kenne das ja jetzt so mit den Trainingsgeräten. Ja. Wie viel Arbeit und Energie eigentlich in etwas reinfließt und du du gehst komplett in Vorleistung, du gibst aus, bis am Ende irgendwann, bis du da bist, von der Erfahrung her, von allem, dass dann am Ende so ein fertiges Produkt in einem Online-Shop oder so mit Fotos verkauft wird, mit Verpackung, mit allem, was dazugehört. Das ist halt einfach, das ist ein echt langer, steiniger Weg oft. Ja. Klar, im Com-Style, also national, international, sind das ja Riesendinger geworden. No-Texture, Dual-Texture, was weiß ich, die ja auch richtig viel Geld kosten. Also worüber sprechen wir so? Wenn man so auf so einem World Cup oder bei einer deutschen Meisterschaft so ein Griffset sieht, so richtig große, die sind ja gerade total angesagt irgendwie, die Dual-Texture-Griffe. Ja. Was kostet sowas eigentlich? Sagen wir mal, so ein Griff kostet hier zwischen 200 und 400 Euro, je nach Größe. Boah. Und wie ist das so zwischen Optik und wie lässt sich das eigentlich beklettern, sage ich mal? Weil man sieht ja, also die Griffe sehen ja heute teilweise auch wirklich abgefahren aus. Ja. Ne? Also sehen richtig schick aus, dass du auf so einen Boulder guckst, man sieht das auf großen Wettkämpfen oft und denkst so, wow, was sind das für Sets? Ja. Das muss ja schon so eine Balance haben. Ne? Also es muss cool aussehen in der Wand, aber muss ja auch irgendwie gut kletterbar sein. Man sagt ja, Form follows Function. Ja. Also
das ist ja so eine Grundregel im Design, dass erstmal die Funktion wichtig ist und dann soll es natürlich auch attraktiv aussehen. Was ist attraktiv? Ist ja wieder eine andere Frage. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Attraktiv, also es gibt ja einen Unterschied zwischen attraktiv und Schönheit. Es gibt Sachen, Schönheit ist eine Frage, subjektiv, total im subjektiv, Auge des Betrachters. Aber attraktiv ist ja eher, ich will einen Griff haben, wo die Leute hingucken. Und es gibt jetzt auch, lass mal da hingucken. Ist das jetzt schön, was HRT sich damals ausgedacht hat? Das ist übrigens uralt. Uralt. Ist das schön oder ist es attraktiv? Sofort ins Auge, ne? Man könnte jetzt aber auch sagen, hier Schleichwerbung. Ja. Auch das kann irgendwie in einer gewissen Weise attraktiv sein. Es sind viele große rote Griffe, die alle irgendwie die gleiche Form haben. Ich glaube, dass ganz viele Marken damit spielen, dass sie halt sagen, wir machen große Griffe, weil die springen ins Auge. Und das ist das, was dann quasi so ein Magnet ist für die Kunden in der Kletterhalle oder auf dem Wettkampf. Das hier sind die Cuddles Dual Texture. Die sind so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen mehr, also auf der funktionalen Seite, ein bisschen Wettkampftauglichkeit reingebracht. Ja. Man will halt bei einem Wettkampf, habe ich hier durch diese Dual-Texture-Fläche, habe ich einfach eine etwas zwingendere Greifoption. Man kann einfach den Handballen und Daumen nicht mehr verwenden. Und das bringt so viel, das verändert so viel. Stimmt, dass du den Daumen, das ist richtig, dass du den Daumen Wäre das hier voll beschichtet, dann würde ich den einmal so zupressen und dann einarmig machen. So kann ich den nicht, sonst würde ich ihn jetzt machen. Ich würde jetzt mal sagen, wir kümmern uns jetzt mal um die Praxis. Du zeigst mir jetzt mal, wie man da in diesem ganzen dreckigen Gewusel da so zurechtkommt. Ja. Und genau, und das gibt es auf jeden Fall dann im zweiten Teil. Das sieht klobig aus, ne? Ich schalte jetzt hier ein. Okay. Also das kann ich mir nicht mehr so angucken. Schulnotensystem, sehr gut bis ungenügend. Er ist auf jeden Fall ausreichend, definitiv. Okay.